Das Jahr 2000. Der Postbote bringt die Post auf seinem fliegenden Auto und die Kinder in der Schule müssen nicht mehr lernen, sondern bekommen das Wissen direkt in ihr Gehirn gepflanzt. Das klingt super irre, aber so haben sich einige Menschen vor rund 100 Jahren das Jahr 2000 vorgestellt. Nicht nur wir überlegen uns heute, wie die Welt in einer fernen Zukunft aussehen wird, das haben Menschen schon immer getan. So zum Beispiel könnte die Gesellschaft sich entwickeln, wenn ihr Kanalmitglied werdet. Und zu schauen, wie sich die Leute von damals unsere heutige Zeit vorgestellt haben, das nennt man Retrofuturismus. Ich erfuhr von einem magischen Rochen, der Einblick in andere Zeiten gewähren kann. Mit seiner Hilfe können wir durch die Jahrhunderte fliegen und entdecken, wie Menschen vergangener Zeiten sich die Zukunft vorgestellt haben. Also sammelte ich Informationen, suchte an den entlegensten Orten der Welt nach ihm und fand schlussendlich den Zeittempel, der Ort, an dem er sich seit Ewigkeiten aufhält. Wer wagt es, meinen Schlaf zu stören? Ja, und dann haben wir ein bisschen Smash gezockt und uns eigentlich ganz gut verstanden. Dann lass uns mal loslegen. Die Zeitreise beginnt. 1865. Jules Verne war ein Autor mit absoluten Meisterwerken. Ihr habt sicher mal von den 80 Tagen um die Welt gehört. Ein Roman, in dem ein reicher Mann mit anderen reichen Männern um 20.000 Pfund Sterling wettet, dass er innerhalb von 80 Tagen um die Erde reisen kann. Während der Reise wird sein Begleiter einfach mit Opium betäubt, damit sie ihre Anschlüsse nicht erreichen können und die Wette verlieren. Der ICE nach Bonn verspätet sich heute um circa 30 Minuten. Puh, da haben wir nochmal Glück gehabt. Oder die Reise zum Mittelpunkt der Erde, in dem ein Hamburger mit seinem Onkel und einem muskulösen Isländer in das Erdinnere reist, um dort eine Art Nebenwelt zu entdecken, bei der sich zwei Meeressaurier bekämpfen. Und 1865 schrieb er Paris im 20. Jahrhundert. Ein Roman, der knapp 100 Jahre in der Zukunft, also 1960 spielt und super viele zutreffende Zukunftsvorhersagen enthält. Elektronische Musik, Licht, das nachts ganze Städte beleuchtet, Autos mit Verbrennermotoren und sowas mittlerweile Selbstverständliches wie Tankstellen und sogar Computer, die miteinander in einem Netzwerk kommunizieren, also wortwörtlich das Internet wurde von ihm beschrieben. Was denkst du, wann der Roman veröffentlicht wurde? 1865 halt, oder? Falsch. 1995. Er selbst hat's nie veröffentlicht. Der Roman wurde in einem Safe seines Sohnes durch Zufall entdeckt. Man könnte also sagen, dieser Roman hat wortwörtlich eine Zeitreise hinter sich. 1900. Für die Pariser Weltausstellung im Jahr 1900 wurden Karten gezeichnet, die das Leben im Jahr 2000 darstellen sollen. Da sind unfassbar witzige Bilder dabei. Ein mechanischer Friseurroboter oder fliegende Feuerwehrmänner sind nicht mal das Absurdeste. Da hätten wir einen Polizisten mit Flügeln, der einen Mann in einem Flugmobil anhält. Ihr könnt rennen, aber ihr könnt nicht gleiten. Oder die Passagiere eines Walbootes. Wie soll das überhaupt funktionieren? Aber es gab auch faszinierende Beispiele. Ein automatischer Staubsaugerroboter oder ein mechanisches Orchester, was ganz ohne Menschen spielen kann. Und ja, heute hat jeder ein kleines Mini-Orchester mit sich dabei. Okay, ich frage mich aber wirklich, was man sich bei diesen Unterwasserbildern gedacht hat. Ja, Reiten auf gigantischen Seepferdchen und ein Fischrennen im Pazifik sind die wohl seltsamsten Vorstellungen für die Zukunft, die man haben kann. Um 1900 herum hat Hildebrandt, ein Schokoladenhersteller der Zeit, auch eine Serie an Postkarten hergestellt, die das Jahr 2000 zeigen. Hildebrandt kenne ich vor allem für die Schoka-Cola, eine Schokolade mit Koffein, die damals eine große Sache war und wirklich noch heute verkauft wird? Aber ja, zeig mal die Bilder her. Ein Wasserspaziergang im Jahre 2000. Warum sollten Leute sich am Balance festmachen, um übers Wasser zu laufen? Und was hat dieses Pferd verbrochen, um Teil davon zu sein? Oh Gerald, lass mich mit deinen verdammten Ballons in Ruhe. Ich bin fertig mit dir. Das ist so eine komisch spezifische Idee. Was kommt als nächstes? Bewegliche Häuser? Ja. Ja, das sind bewegliche Häuser. Aber ihr müsst wissen, ich fürchte mich ein wenig vor Gewitter. Daher wäre es ganz cool, in diesem Jahr 2000 zu leben. Denn die Menschen dort haben überdachte Städte. Und nicht nur das, auch die gute alte Schönwettermaschine. Was ich aber wirklich cool finde, sind diese unterseeischen Schiffe. So eine Art U-Boot mit gläsernem Ausblick. Das wäre super romantisch. Einen Moment. Ist da ein verdammter Fahrradfahrer auf dem Wasser? Apropos Verkehrsmittel.
1962. Walter Molino, ein italienischer Illustrator, hatte für das Magazin Domenica del Corriere eine Zeichnung entworfen, wie er sich die Zukunft auf der Straße vorstellt. Um Staus zu vermeiden, wurde die Singoletta entworfen. Sie reiht sich vom Design komplett in viele andere wirre Konzepte für die Zukunft ein. Na, wenn das nicht retrofuturistisch ist. Ein Drink daher? Sehr gerne. Danke. Tatsächlich auch sehr interessant, dass die Singoletta ziemliche Ähnlichkeiten zum Segway hat. Zwar ist das Ding super uncool, aber aus dem Jahre 2001 und damit tatsächlich ein ähnliches Gefährt aus der Zukunft von damals. 1970. Guten Morgen. Es ist 7:30 Uhr. Sie wollten geweckt werden. Heute ist Montag, der 25. Oktober 2000. So wurden wir in eine legendäre Dokumentation des ZDFs aus dem Jahre 1972 eingeführt. In dieser Doku begleitet man Herrn B., ein Mann aus dem Jahr 2000. Er hat wirklich gar kein B. Ihr Ansatz war es, so realistisch wie möglich zu zeigen, wie die Welt in 30 Jahren aussehen könnte. Erste Forschungsstation auf dem Mars ist allerdings eine Überschrift, die ich mir absolut utopisch für die 2000er vorstelle. Yo, Alter, Mars hat einen Nackscanner auf seinem Nokia. Aber es ist 1972, die Mondlandung war noch nicht lange her und ich kann mir vorstellen, dass man vermutete, dass das Rennen ins All weiter so rasant vorangeht. Der Chiller auf der Couch gönnt sich auf jeden Fall und kauft sich über so ein weirdes Gerät seine Einkäufe von zu Hause aus ein. Dass das heutzutage zumindest in Städten eine echt gängige Sache ist, ist beeindruckend. Viele Leute besuchen ihre Freunde gar nicht mehr, sondern treffen sich nur noch per Bildschirm. Sozialforscher und Psychologen warnen deshalb schon seit langem ohne Erfolg vor der zunehmenden Isolation des Menschen durch die Technik. Na, so weit kommt's ja noch. Ist doch lächerlich, so eine Zukunft. 1979. Hey Leute, seid ihr genauso nervös wie ich vor dem großen Sprint? Stell dich nicht so an, du Weichei. Warte mal, Jungs. Sind das die Olympischen Spiele? Auf dem Mond? Ja, dieses Buch ist ein absoluter Klassiker. Ein Teil davon beschreibt die Olympischen Spiele 2020 auf dem Mond. Wenn Sie wüssten, dass der Lunar High Jump meine absolute Lieblingsdisziplin ist. Lass uns in Ruhe damit, du Freak! Aber wirklich, aus heutiger Sicht eine extrem lustige Vorstellung, dass 2020 einfach Olympische Spiele auf dem Mond stattfinden sollten. Es ist super witzig. Oh, das findest du lustig? Zeit für einen Reality-Check. 1982. Es war einmal ist der Name einer französischen Zeichentrickserie, die in mehrere Serien aufgespalten war. Es ging um den Körper, um Geschichte und um das Leben. Scheinbar gab es wohl auch eine Serie über das Weltall mit einem Blick in die Zukunft. Die Leute bauten, sie bauten Maschinen und Autos, Autos und Autos. Und dann waren eines Tages die Rohstoffe erschöpft, die die Menschen so sehr brauchten. Es war im Jahre 2023, damals gab es nicht mehr genug Metall auf der Erde. Zu guter Letzt war auch das Erdöl alle. Es dauerte nicht lange, da begann man das Geschlecht, die Augenfarbe, die Größe, ja sogar die Intelligenz eines Kindes auszusuchen. Manche sahen aus, als hätten sie sich grün und blau geärgert. Stopp! Das nehme ich als persönlichen Angriff wahr. 1985. Mit dem Release von Zurück in die Zukunft wurden Zeitreisen so populär wie noch nie zuvor. Im ersten Teil bereiste Marty McFly die Vergangenheit 30 Jahre zuvor, im zweiten dann 30 Jahre in die Zukunft, also ins Jahr 2015. Die Mode der Menschen, fliegende Autos, Michael Jackson, Hologramme, die nahezu auf dich zufliegen und Faxgeräte, die das Hauptkommunikationsmittel sind. Es ist eine verrückte Zukunft, aber wir lieben diesen Film doch alle. Hey, und es gibt eine Szene, in der Marty von seinem Boss per WhatsApp-Videotelefonie angerufen wird. Ganz unrealistisch ist diese Zukunft also gar nicht. Aus heutiger Sicht ist das alles witzig zu sehen, aber niemand weiß, wohin die Zukunft führt. Zeit ist wundervoll und erschreckend zugleich und wir wissen nicht, was die Zeit für uns mit sich bringt. Vielleicht kommt der Postbote in 20 Jahren wirklich in einem Flugzeug. Es ist schwer einzuschätzen, was hier... Alles gut? Boah, ich weiß nicht. Ich glaube, der Drink von diesen Singoletta-Typen bekommt mir nicht so gut. Oh nein, die Zeit! Die Zukunft ist wild. Wenn es die Menschen nicht mehr geben würde, sähen Städte sehr trist und leer aus. Aber die Natur holt sich alles zurück.
Die Zukunft ist wild ist eine dreiteilige Doku, die sich damit beschäftigt, wie die Erde sich entwickeln könnte, ohne den Einfluss des Menschen. Ich kann davon nicht so viel zeigen, aber es jedem nur wärmstens empfehlen. In mehreren Schritten wird gezeigt, wie sich die Tier- und Pflanzenwelt auf die neuen Umgebungen anpasst. Jungs, die Menschen sind weg! Transformation! Wer weiß, wie die Zukunft aussehen wird. Das kann man heute genauso wenig sagen wie damals. Selbst mit einem magischen Zeitrochen kann man es nur erahnen. Lasst uns keine weitere Zeit verschwenden. Sie ist kostbar. Ende.